Here we are at the beach that is located near the quarry and Doncaster station. It doesn't look like a very good place to rest. These traces were made by a carriage. Look. Nothing interesting here. Nothing interesting here. Nothing interesting here. Ja, was soll ich denn sonst wissen? Nothing interesting here. What? Nothing interesting here. Ich den zu weit? The distance between the tracks is about 6 feet 7 inches. Hatten wir das nicht schon mal? The vehicle would have been heavy, as these tracks are quite deep. The vehicle... Ja. The vehicle Ach da. pressed this stone into the ground. It would have been quite heavy. These traces are relatively fresh and were made by a large truck loaded with materials. The traces found at the disassembled shed near Evesham and at the lake Ich were wollte gerade from sagen, the same vehicle. das ist die gleiche Größe gewesen. An advertisement for lake cruises. Dafür haben wir jetzt einen eigenen Bildschirm bekommen. Auch spannend. So, was ist das hier? Gar nichts? Ehrlich? An abandoned gypsy caravan. This place was abandoned fairly recently. Observing the coastline and the moored boats, we are able to see that the lake's water level dropped. The lake has flooded the quarry. The dam was probably breached. Mhm, okay. Wie weit kann ich hier runter? Küstenlinie, Abfälle am Strand. Was ist das? Metallplakette? A label with the name Las Zarpas. Stranduntersuchung abgeschlossen. Okay. Im Archiv. Alles klar. Das Archiv ist ja hier, ne? Lass Pass. Forschungsberichte. Jetzt wieder ja, Zeichen und Symbole, warte mal. Ah, maybe doch nicht. Was habe ich in Enzyklopädien? Das könnte interessant sein, oder? Ökonomie, Technik, Las Zapas. Die Wagen von Las Zapas sind die erste Wahl, wenn es um den Transport von schweren Gütern geht.
Die Marke Las Zapas gehört dem mexikanischen Konsortium Caracal, das in den Bereichen Spedition, Elektrizitätsdienstleistung und Bergbau aktiv ist. Here it is. Ist hier unten, ne? Mexikaner haben kürzlich Bargen auf dem See eingesetzt, vermutlich um etwas sehr Schweres zu transportieren. Untersuchen Sie das Nebengleis zwischen den Bahnhöfen von Chesterfield und Easton, das zum Steinbruch führt. Ist das hier klassifiziert als das Nebengleis? Nee, das ist ja der Strand. Das ist ja wieder was anderes. Ist das das Nebengleis? Aber da konnte ich ja nichts mehr machen. Oder? Ich gleich mal gucken. Hi Flo, was geht ab? Wie war deine Woche? Warte mal, wo bin ich jetzt hingegangen? Doncaster, okay. Ach, hier war doch der Typ noch gerade. Wo ist der denn hin? Hallo? Ah! Wo ist der Dude hingelaufen? Hm. Okay, redest du noch mit mir? You'll find nothing interesting here, Nein, I'm afraid. okay. Meine war auch soweit gut. Freut mich, dass deine auch gut war. Hat es geklappt am Mittwoch mit deiner Untersuchung da? Ja, das Shoppen ganz entspannt. Haben genug Sachen gefunden, glaube ich. Scheint ja hier noch irgendwas Ah. Wie soll ich auch darauf kommen? This scent is familiar to me, Ach du but Scheiße. in order to recognize it, I must combine my associations into one picture. A greenish-brown cigar with a strong aroma, a hint of peppermint. Ricardo. You already know the name of this man? Holmes, you amaze me. No, What? Watson, I refer to the cigar. Imagine. It is a Ricardo Turrent, a Mexican cigar of an excellent quality. Quite an expensive one, too. Branntes Stück Papier. This ashtray is full of ash and cigar stubs. Apparently, there was a conflict between the Mexicans and the Chileans. This ashtray is full of ash and cigar stubs. A greenish-brown cigar with a strong aroma, a hint of peppermint. These ashes and cigar stubs are similar to the one that we found on the floor. Some of the stubs were recently smoked. There are others that appear fairly old. Well concluded, my dear fellow. A man who smoked the Ricardo brand of Mexican cigar spent several long days at Doncaster Station. Okay. EKG? What the fuck? Das ist aber ganz schön krass. Ich
jetzt nicht mit gerechnet, dass die sowas bei so einer Untersuchung macht. Ja, gut, Blut abnehmen, okay, das hätte ich dann noch verstanden, aber EKG ist schon krass. This railway Aber naja, gut, branch warum should nicht, ne? lead to the quarry. Let us take a look. The rail Ah. is rusted and looks old, but the railway is still usable. Daran kann ich mich erinnern, an diesen Nebengleis. The railway ends here. That is strange. What should we do next, Holmes? Ach, ich muss die Weiche mir angucken. Zu gucken, ob die funktioniert. Oder? Jawohl. The switch is rusted, but it still works. Okay. Das ist eine Option. Also. Was ist das denn? Und die Schienenteile gestohlen, um vorübergehend das fehlende Gleisstück zum überfluteten Steinbruch zu ersetzen? Oder zur Mine? Zug versteckt, Sabotage. Kann ich noch mehr kombinieren? Ich kann das noch kombinieren. Aber das... Was hat das hier? Der Zug könnte im überfluteten Steinbruch in der Nähe des Bahnhofs von Doncaster versenkt worden sein. Der Zug kann nicht im überfluteten Steinbruch versenkt worden sein, weil am alten Nebengleis, was dorthin führt, ein Stück fehlt. Klingt beides dumm. Was sind meine Aufgaben? Lösen Sie das Rätsel. Chesterfield. Warte, wo war Chesterfield? Also wenn ich davon ausgehe, dass er das Opfer ist. Die Chilenen ließen den Zug verschwinden, um so an Mr. Robinsons Prototyp zu gelangen. Das war Sabotage. Gehen wir mal davon aus, dass sie das Ganze hier das ist halt ein bisschen dumm, ne? Ach so, klar, den Zug können sie natürlich versenkt haben, theoretisch. So wurde versenkt, okay. Und er wurde bestochen. Dann fehlen mir aber immer noch jetzt Infos für die Schlussfolgerung, die ich ja gerade habe. Ach, ich kann mit ihm auch reden. Warum? There was a gentleman of Mexican origin, I believe, in the waiting room. Did you notice him? What? A Mexican? Here in the back of beyond? Are you quite sure about that? Goodbye, sir. Watson, it seems that both South American companies were involved in the purchase of the mine. The man at Doncaster who flared our approach, he smokes Mexican cigars. Perhaps... Yes, Watson. We should certainly speak with him. Ja, ja, das sagst du jetzt so einfach, aber wo ist denn der hingegangen? Jungs, Jacken, Schießereien, ja, mein Standardleben halt, ne?
Das Spiel ist ganz cool. Ich habe das ja schon mal gespielt, ist aber irgendwie 5, 6 Jahre her. Echt ganz nice. Hey, jetzt ist er wieder da. Please, sir, we would ask you not to leave. We have some questions. Weird. Are you the police? No, we are employed by the railway company. We are collecting witness statements about the train that disappeared last night. Lo siento, I'm in a hurry. Really? It seemed that you were waiting here for someone. Could you tell us if you were at the station last night? No, I just arrived from South America. A formidable journey, no doubt. Which country are you from? De Chile. Er ist Chilene? Das wäre jetzt ein bisschen weird, ehrlich gesagt. Teure Kleidung. Kräftiger Körperbau. Teure Zigarre, okay. Okay, das heißt, irgendwas habe ich verpasst jetzt hier auf dem Weg. Ah, okay. Kampfsport. Was? Chile? But you are Mexican. No, you are wrong. Why would you think I'm Mexican? Because of your cigars. Sí, cigarrillos. So what? Those cigars are the Ricardo brand, from Mexico. It is quite impossible to find them anywhere but there. Pero not your business. I don't suppose that you are on vacation. What business brought you here? I was to meet my fellow compañeros, who were due to arrive yesterday. They were on that damn train. I will stay here and hope that the authorities find them, or their bodies. It's now my responsibility to repatriate them. Who authorized you to do that? The company I work for. Could you tell me the name of the company? It's not your concern. And what is your name? Enough questions. Buenas tardes. Er hat gar keine. Not a very friendly man, and he is lying. He said that he just arrived, but we know that he has been here for several days. Ja, irgendwie im Moment schon. Es war zwar theoretisch nicht der Plan, aber... So, jetzt haben wir hier wütende Mexikaner. Die mexikanische Firma Caracal ist nicht so gut auf die chilenische Firma Barcasas zu sprechen. Die Chilenen haben den Zuschlag für die WA Coal Mine erhalten, obwohl bereits eine Vereinbarung mit den Mexikanern bestand. Wenn wir das jetzt auswählen, können wir hier, die Mexikaner haben dafür gesorgt, dass die Chilenen an Bord des Zuges geblieben sind. Aus diesem Grund wurden alle Fahrgäste bis auf die Chilenen aufgefordert, den Zug zu verlassen. Dann wäre die Schlussfolgerung, dass die Mexikaner den Zug versenkt haben. Aber wofür haben denn... Und dann haben sie sich einen Prototyp geholt? Oder wie, oder was? Muss ja. Was wäre denn meine andere Option? Ich könnte Robinson verantwortlich machen, ja? Ach, so unwahrscheinlich, dass die Chilener zufällig an Bord geblieben sind, ne?
Okay, dann habe ich hier, der Zug ist von der eingestürzten Miete verschüttet worden. Okay. Muss der denn Doncaster passiert haben? Nee, geht ja nicht. Okay, got it. Damit ist er wieder ein Opfer, ne? Ah. Und dann wäre die Idee, dass die Chilenen den Prototypen geklaut haben. Wie mache ich ihn denn jetzt verantwortlich? Er muss ja da durchgefahren sein. Er muss hier durchgefahren sein. Alles klar. Wurde versenkt. Also ich kriege ihn nicht verantwortlich gemacht, ne? Glaube ich. Also, long story short, ich mache sowieso die Mexikaner verantwortlich, ne? Ich nehme das jetzt erstmal. Es war sorgfältig geplanter Mord. Die Mexikaner töteten die Chilenen und versenkten den Zug im überfluteten Steinbruch, damit keine Spur von ihrer Tat zurückblieben. Aber wofür denn dann die... Ja, whatever. Blinde Justiz. Das Verbrechen der Mexikaner in die Chilenen hat viele Leben gekostet. Kontaktieren Sie Lestrade, damit die Polizei laut und schnell ihre Arbeit machen kann. Selbst wenn es zu einem internationalen Konflikt kommt. Sache der Politik, solch eine kriminelle Organisation greift man nicht frontal an, sondern mit Fingerspitzengefühl. Lassen Sie Mycroft das Problem lösen, auch wenn er dafür längere Zeit benötigen und es für seine Zwecke ausnutzen dürfte. Das ist beides Kacke, ne? Das ist beides scheiße. Irgendwie. Komm, Lestrade, gönn dir. Mal sehen, ob wir recht hatten. Muss sie. Then the case is solved, Holmes. What do you intend to do? Well, I shall require assistance for the arrests. There were accomplices. Ah, but I know that look. You have your own ideas. What are they, Holmes? On the one hand, we have Mycroft and his tedious political games. He will locate the guilty parties without any trouble. But it will be a long and drawn-out process, and possibly with some compromise that will be to Mycroft's benefit. Our other option is the local constabulary, and advice from our friend Lestrade. The problem we have there is that the authorities seem to be incapable of acting quietly. They rely on brute force. It could result in an international scandal. All the same, I think that I prefer the forces methods. It would be better to resolve the case quickly and efficiently, without any talk of politics. Let us go home, then. I'd like to begin writing a draft of this story. I did not say that we had finished here yet. Well, all right. What did I miss? Watson, we know that the Barkazas Company directors were drowned in the flooded quarry, along with the train and Robinson's prototype. But we still need to corner the guilty party. But how do you intend to prove... Oh, no. Please don't tell me we have to dive into the lake. Huh. You may rest assured that I have a far better idea. We have only to use our corrupt Doncaster station master as bait. He will unwittingly trap our Mexican friend. Of course, you already had a plan. I shall follow you, Holmes. Well, the case is solved, and we shall be heading home. May we have 2 tickets to London, please? Right away. Wait a minute. You've solved the case? In a manner of speaking,
Can you believe that the rescue service miraculously saved one of the Chileans who were on board the train? The police have ordered his immediate escort to London on the next train. He pulled through then? He's alive? Yes, by extreme good fortune. His condition is quite serious, and the method of transportation has its risk, but he will be held securely by the doctor and police officers. The gentleman carries some vital information on this case. I am sure of it. Ah, really? Your station will be famous, Mr. Duff. The journalists will be here before you know it. Goodbye, sir. Goodbye, gentlemen. Gentlemen, you are under arrest. Caramba! You traitor! You double-crossed me! Oh mein Gott, muss ich schießen? Good shot, Watson. I always knew you were a talented marksman. I didn't want another life lost in this case, Holmes. Oh my God! I thought I was a dead man. You shouldn't be so glad about it. You'll be up before the judge. Your testimony will be of great importance to the investigation. I would remind you that your cooperation will be the best way to ease your sentence. By the way, Watson, would you be so kind as to give me some shooting lessons later on? Yes, but not in our sitting room, and not with you wearing a blindfold. Okay. Das ist das Ende. Gucken, ob wir richtig gelegen haben. Ja! Alle Hinweise gefunden, richtiges Ende ausgewählt. Perfekt. Nice. Persönlichkeitseinstufung neutral. Das heißt, das war sogar schon Fall Nummer 2.